Hallo meine Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kreuz Dame. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder zu einer gemeinsamen Stickzeit begrüßen darf. Das ist Stickzeit Nummer 17 und ich möchte heute mit euch Perlen sticken. Und zwar an diesen kleinen Vögelchen. Ich komme ein bisschen näher, da das Licht etwas blendet. Ja, diese Vögelchen, das ist ein Perlenstick-Kit, das ich bei dem Shop VIP Cross Stitch gekauft habe. Und das ist ein Vordruckbild und ich sticke es mit den transparenten Perlen. Das Bild wird 50 x 65 cm groß und das entspricht 177 x 248 Perlen. Ja, ich sticke es mit 38 verschiedenen Perlenfarben und wie gesagt, es sind transparente Perlen. Dann zeige ich euch mal, wie weit ich bis jetzt gekommen bin. Und das sieht jetzt so aus. Also ihr seht, ich habe da schon einiges geschafft. Ich werde euch auch hier rechts oben noch ein Vorherbild einblenden. Das ist der Stand von Ende Oktober. Also mittlerweile ist doch einiges dazugekommen. Und ihr seht ja, ich sticke in diesen Blöcken und ich sticke mit barkenden Fäden. Das heißt, wir werden jetzt gemeinsam hier weiter sticken, also an diesem dunkelblau und ja, schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und ja, dann kann es ja auch schon losgehen. Ich bereite alles vor und wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich auch schon wieder und ich habe jetzt alles vorbereitet, aber wundert euch nicht, ich sticke das Bild verkehrt, also die Vögel stehen am Kopf, wie ihr sehen könnt. Ich habe mir hier den gestickten Teil eingerollt, also mit den Perlen, und den oberen Teil habe ich auch eingerollt und der ist befestigt mit diesen Klammern, die ihr hier sehen könnt. Ja, wir werden heute an diesem Teil weiter sticken. Also, ihr seht ja, ich arbeite mit gebarkten Fäden und arbeite Block für Block. Das heißt, in 10 x 10 Perlen. Das heißt, wir werden zuerst diesen Block sticken und uns dann weiter nach links arbeiten. Und wir starten mit diesen hellblauen Flächen mit dem schwarzen Strich. Und das ist die Farbe, also DMC Nummer 3761. Ich habe den Faden schon eingefädelt. Ja, ich verwende da das mitgelieferte Stickgarn, denn es sind transparente Perlen. Und hier haben wir schon die 3761, die jetzt in ein Schälchen kommen. Ich verwende ja auch diese mitgelieferten Schälchen. Eigentlich brauchen wir nicht so viel von dieser Farbe, da es ja nur wenige Stiche sind. Und ihr seht, sie sind transparent, die Perlen. Also mir gefällt das wirklich sehr gut, mit den transparenten Perlen zu sticken. Ich hebe mir den Stoff immer ein bisschen an, da es dann leichter ist für mich, die Perlen zu sticken. Ich werde noch ein bisschen näher kommen. So. Ich hoffe, ihr seht auch wirklich etwas. Also bei den transparenten Perlen macht es natürlich auch wirklich Sinn,
dass man das mitgelieferte Stickgarn verwendet, da das dann ja auch durchscheint und dann eigentlich erst richtig die Farbe gibt sozusagen, ja, weil die transparenten Perlen, wie ihr sehen könnt, sind wirklich sehr durchsichtig. Ja, da haben wir ja nur wenige Stiche zu sticken. Ist ja nicht so einfach vor der Kamera das zu sticken. Die meisten sticken ja diese Bilder Farbe für Farbe. Also die benötigen dann eigentlich auch nur ein Schälchen, während ich doch immer mehr Schälchen gefüllt habe, je nachdem wie viel Farben ich gerade benötige. So, und wir sind auch schon fertig mit der ersten Farbe. Da waren ja nur noch nicht fertig. Wie ihr seht, geht die Perle nicht über das Öhr. Das heißt, ich benötige eine neue Perle. Ja, das kommt bei diesen Sets immer wieder vor, dass zu kleine Perlen dabei sind, also Perlen mit zu kleinen Öffnungen. Dann vernähe ich im Pinstitch so. Ja, ich vernähe eigentlich immer im Pinstitch auf der Vorderseite dann, schneide auch auf der Vorderseite ab und starte mit einem Loop. So, das wäre die Farbe 3761. Dann räume ich nur den Faden schnell weg. Also ihr seht, ich zeige euch noch, das ist Garn, was dabei ist. Also sehr, sehr vieles an Garn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das auch benötigt. Aber wahrscheinlich ist es ja dafür ausgelegt, dass man es auch im Kreuzstich sticken kann. Ja, es ist ja ein 11-Count-Bild, das heißt, ich würde 3 Fäden bei Kreuzstich gebrauchen, aber da ich ja die Perlen sticke, sticke ich es mit 2 Fäden. So, dann kommen wir zu dem Dunkelblau. Und die Dunkelblau ist die Farbe 3766. Also, ja, hier sieht man, links habe ich die 3761 und rechts die 3766. Also, ja, ein bisschen Unterschied kann man schon erkennen, aber die Farben sind sich doch ziemlich ähnlich. Von denen brauche ich etwas mehr. Ja, bei diesem Bild, es sind tatsächlich alles transparente Perlen. Also keine opaken Perlen dabei, sondern tatsächlich nur transparente Perlen. Ja, mein Faden ist schon recht kurz, aber ein paar Perlen werden sich noch ausgehen. Ja, aktuell sticke ich ja an 3 verschiedenen Perlenbildern. Und zwar tatsächlich nicht nur verschieden im Motiv, sondern auch verschieden an der Countzahl. Und ja, also zum einen ist es jetzt dieses Perlenbild, diese Vögelchen, ein Vordruckbild auf 11 Count mit
ausschließlich transparenten Perlen. Da habe ich wieder eine Perle, die nicht passt. Also wieder entfernen. Ja, dann das zweite Perlenbild, woran ich sticke, kennt ihr auch. Das ist der Tiger mit den Kunststoffperlen auf 9 Count. Auch ein Vordruckbild. Und das dritte Perlenbild, an dem ich sticke, und wieder eine Perle, die nicht passt. Das dritte Bild, an dem ich sticke, ist mein Dokareva, das ich euch schon gezeigt habe. Also das Unboxing. Und es ist die Katze im Schneeballstrauch. Und das ist ein gezähltes Perlenstickbild. Und ja, auf 14 Count. Also ihr seht 3 verschiedene Perlenstickbilder und dann hätte ich ja noch ein viertes Perlenstickbild, und zwar ist das auch auf 11 Count Vordruck, aber das ist mit den opaken Perlen. Und ich habe ja schon von einigen YouTube-Kolleginnen gesehen, die diese Perlen sticken, und ja, ehrlich gesagt ist das nicht so mein Geschmack. Also ich finde, das kommt nicht so raus wie jetzt bei den transparenten Perlen. Also die gefallen mir doch deutlich besser. Ja, und von diesen opaken Perlen habe ich ein Bild mit dem Igel. Das habe ich euch auch in einem Unboxing vorgestellt. Aber das habe ich noch nicht angestickt, und ja, ich weiß auch nicht, ob ich es sticken soll, weil es mir jetzt nicht so gut gefällt. Also das Motiv gefällt mir sehr gut, aber wie gesagt, diese opaken Perlen, ja, da kann ich mich nicht so anfreunden damit. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Also noch einmal zurück. Ja, der Faden ist schon sehr kurz, wie man sehen kann. Aber diese eine Perle werde ich noch sticken, weil dann habe ich auch die erste Reihe des Quadrats gestickt. Aber es funktioniert nicht so, wie ich möchte. Hat sich der Faden etwas gedreht, verheddert. So. Ja, entschuldigt, dass ich da mit dem Stickbild so hin und her rutsche, aber es ist ja nicht befestigt. Und daher hoffe ich, dass ich trotzdem im Bild bleibe. Ja, also da habe ich schon deutlichen Fortschritt gemacht an diesem Bild, wie ihr in dem Vorherbild gesehen habt. Und ja, die anderen Bilder werdet ihr dann im Monatsupdate sehen, das dann höchstwahrscheinlich Anfang Jänner zu sehen ist. Und dieses Mal wird es ja ein 2-Monats-Update sein, da ich ja im Urlaub war und es da kein Update gab. Also es wird das Update von November und Dezember sein. Gut, das heißt, ich brauche wieder Faden von dem 3766. So. Da ist dann auch schon der Faden. Wollen wir noch einfädeln. So.
Ja, das Video wird nicht allzu lang werden, aber ein bisschen nehme ich euch jetzt noch mit. Ja, wir haben ja bald Weihnachten, besser gesagt, morgen ist Weihnachten. Das heißt, es wird das letzte Video vor Weihnachten sein. So, ich habe einen einen Loop gemacht. So, wo sind wir? Da sind wir. Ja, einen Loop. Und dann kann es auch schon weitergehen mit den Perlen. Jetzt muss ich nur schauen, welche jetzt die richtigen sind. Ja, so. Da sich die zwei ja so ähneln, die Perlenfarben. Ja, wie gesagt, morgen ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt eine besinnliche Weihnachtszeit mit euren Lieben, dass ihr nicht noch in den Weihnachtsstress kommt. Alle Einkäufe erledigt. Also bei uns ist es so, ich habe natürlich alles erledigt und mein Mann erledigt alles immer am letzten Tag, wie jedes Jahr. Und dann ist er natürlich immer mächtig im Stress, aber ja, es ist jedes Jahr dasselbe. Und ja, wird sich auch nicht mehr ändern. Ja, dann warte ich ja noch auf meine Lieferung von Painting Fairy Cross Stitch. Ich habe euch ja im letzten Stickzeit-Video erzählt, dass ich auch am Heaven and Earth Soul teilnehme. Und ich habe meine Garne bestellt bei Painting Fairy Cross Stitch. Ich hatte da ja sehr viel Guthaben, das ich durch die Provisionen erhalten habe, und habe mir dieses Guthaben in einen Gutschein umwandeln lassen und habe jetzt das Material für den Soul bestellt. Aber schon wieder eine Perle, die nicht passt. Aber das Garn ist noch unterwegs. Es ist irgendwo in China in einem Sortierzentrum. Also ja, ob sich das jetzt ausgeht zum 1.1., weil da soll ja der Soul veröffentlicht werden. Ja, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, wenn es sich nicht ausgeht, dann starte ich halt etwas später. Im Prinzip ist es ja egal, ich werde sowieso das ganze Jahr daran sticken, ob es jetzt ein paar Tage später sind oder nicht, ja, ist egal. Ich habe mir auch gleich den Stoff mitbestellt, und zwar 25 Count. Easy Count, also mit vorgedrucktem Raster. Und jetzt bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, wie ich es sticken werde. Also entweder mit einem Faden volles Kreuz oder mit 2 Fäden im Halbkreuz. Aber eigentlich sticke ich alle meine Bilder im vollen Kreuz und habe jetzt nicht wirklich viele Erfahrungswerte mit dem Halbstich. Und dadurch, ja,
Es ist natürlich angenehmer mit 2 Fäden zu sticken als mit einem Faden. Ja, ich bin noch unschlüssig. Habe nämlich auch gesehen, dass ja, wenn man im halben Kreuz stickt, dass es durchaus vorkommen kann, dass sich der Stoff so verzieht, dass das Bild am Ende nicht rechteckig ist, sondern eher einer Raute entspricht. Also, ja. Ja, ihr werdet es dann sehen. Wie gesagt, momentan weiß ich noch nicht, wie ich es sticken werde. Ich habe ja gehört, dass sich mittlerweile einige für den Soul angemeldet haben, aber ich glaube, mein Motiv, das ich mir ausgesucht habe, sticken nicht so viele. Aber ja, ich lasse mich überraschen, was meine YouTube-Kolleginnen dann zeigen werden, welches Motiv sie sticken. Ich möchte es noch nicht sagen und ihr werdet es dann ja sehen in einem Video. Ja, dann habe ich auch gleich noch schon wieder eine Perle, die nicht passt. Dann habe ich auch gleich noch einen Q-Snap mitbestellt bei Painting Furry Cross Stitch. Da mir mittlerweile die Stickrahmen ausgehen, ich sticke sehr gerne mit den Q-Snaps, aber ich sticke in der Hand. Also nicht mit einem Stickständer, sondern ich sticke wirklich immer in der Hand. Ich sticke auch nicht, noch eine Perle, die nicht passt, entschuldigt. Ich sticke auch nicht zweihändig, sondern ich sticke tatsächlich alles mit der rechten Hand. In der linken Hand halte ich meinen Q-Snap oder manchmal auch einen Stickring. Und ja, für mich einfach die schnellste Art zu sticken und ja, sehe jetzt auch keinen Grund, warum ich mich da jetzt umstellen sollte und meine Stickart ändern sollte. Für mich ist es einfach bequem. Ich sitze auf der Couch, ich kann dabei Fernsehen oder YouTube-Videos ansehen. Ja, also ganz bequem. Aber ich denke, so hat halt jeder seine eigene Stickart, wie er stickt, auch jeder seine eigene Stickmethode. Ich sticke sehr gerne mit backenden Fäden, ja, besonders bei Bildern mit Konfetti ist es für mich wirklich die angenehmste Art zu sticken. Und wie gesagt, am liebsten mit Loop Start, sofern es möglich ist. Bei 3 Fäden oder auch bei einem Faden, wo man ja den herkömmlichen Loop Start nicht machen kann, mache ich einen sogenannten falschen Loop Start. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe. Das heißt, ich mache mit meinem Garn so eine Art Schlaufe mit einem Faden oder eben mit 3 Fäden, dass das wieder zu einem Loop Start wird, aber ich glaube, das kann ich so nicht erklären, das muss ich euch mal in einem Video zeigen, wie ich das mache. Ja, und beenden tue ich den das Gestickte, den Faden, am liebsten mit einem Pinstitch. Bei 25 Count ist das schon ein bisschen schwieriger.
zwischen den Gewebsfäden zu stechen. Also hier natürlich bei 11 Count, auch 14, 16, 18 Count. Überhaupt bei AIDA ist es viel einfacher natürlich den Pinstitch zu machen. So. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nicht sehr viel zu erzählen. Außer, wie gesagt, es laufen die letzten Weihnachtsvorbereitungen, aber diesmal ohne Stress. Ihr wisst ja, ich bin Krankenschwester, habe aber diesmal am 24. frei, oder besser gesagt, ich komme in der Früh nach Hause, denn ich habe am 23., also heute, Nachtdienst und werde dann am 24. natürlich in der Früh noch ein bisschen schlafen, ein paar Stündchen, und sollte dann am Abend auf jeden Fall fit sein. Zur Weihnachtsbescherung, bei uns ist es so, also mein Mann ist auch zu Hause, obwohl das jetzt auch nicht selbstverständlich ist, denn er arbeitet ja auch an Feiertagen. Wir haben zwar nicht den gleichen Beruf, aber wir haben ähnliche Dienstzeiten. Also für uns gibt es in dem Sinn kein Wochenende. Wir arbeiten auch Wochenende und feiertags. Wir arbeiten Tag und wir arbeiten in der Nacht. Jedenfalls ist es so, am 24. Hat mein Mann dieses Mal auch frei, und wenn wir beide frei haben, dann kommt auch immer mein Schwiegervater zu uns. Wir haben uns das, ja, so, hat sich so ergeben, da meine Schwiegermutter vor einigen Jahren verstorben ist und ja, mein Schwiegervater alleine war. Mittlerweile hat er ja auch eine Lebensgefährtin, aber die feiert dann meistens den 24. mit ihrer Familie, und am 24. kommt eben der Schwiegervater zu uns und feiert mit uns. Und am 25., also den Tag darauf, haben wir immer das große Familientreffen, also mit den Kindern, mit Schwager, Schwägerin etc. Also die ganze Familie, und da treffen wir uns eben zum Familienessen und feiern noch gemeinsam Weihnachten. Also ein schöner Brauch, manchmal aber auch recht anstrengend, da das Ganze ja dann meistens stundenlang geht, diese Feier. Aber ja, es ist einmal im Jahr und ich finde es schön, alle zu treffen, alle lieben. Ja, und das war's dann auch schon mit Weihnachtsfeiern. Und dann sind die Weihnachtsfeiertage ja schon so gut wie vorbei. Ja, wieder eine Perle, die nicht passt. Also mittlerweile bei diesen China-Kids sind doch viele Perlen dabei, die nicht passen. Ich sticke das ja mit, glaube ich, das ist eine 28er Nadel. So. Ja, ihr seid noch im Bild, das freut mich, dass ich nicht zu sehr verrutsche. Ja, wie gesagt, eigentlich viel habe ich nicht mehr zum Erzählen. Nach den Weihnachtsfeiertagen geht es auch weiter mit der nächsten Urlaubsplanung, denn der nächste größere Urlaub ist eigentlich für Februar geplant.
mal schauen, wo es uns hin verschlägt auf dieser Welt. Ja, hoffentlich seid ihr gesund. Ich hatte ja bis jetzt das Glück, dass ich bis jetzt noch nicht krank war. Auch mein Mann war bis jetzt noch nicht krank und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Ja, dann möchte ich euch noch erinnern, also falls ihr noch nicht teilgenommen habt, es läuft ja noch die Verlosung. Ihr wisst ja, ich hatte das einjährige Jubiläum meines Kanals, also Kanalgeburtstag. Und da habe ich 3 verschiedene Stickkits zur Verlosung. Und die Verlosung läuft ja noch bis am 25. Dezember, bis Mitternacht. Also wer noch Lust hat, kann daran teilnehmen. Einfach den Hashtag in einen Kommentar schreiben und ihr könnt an der Verlosung teilnehmen. Ich glaube, das Verlosungsvideo werde ich euch zeigen am 30. Dezember, also noch dieses Jahr. Aber bitte nagelt mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, wie es sich bei mir ausgeht, aber es kommt auf jeden Fall ein Video. Wann genau, kann ich noch nicht sagen, aber ja. Und wie gesagt, Anfang des nächsten Jahres kommt dann gleich als erstes ein Monatsupdate von November, Dezember und ich freue mich schon drauf, denn ich habe euch wirklich einiges zu zeigen. Ich habe wirklich an vielen verschiedenen Stickkits, Stickbildern gearbeitet. Ja, es wird noch eine Perle, die nicht passt. Es wird Kreuzstich zu sehen sein und es wird Perlensticken zu sehen sein in dem Monatsupdate. Ja, dann bin ich bei meinen restlichen 10 Perlen, die ich jetzt noch mit euch sticken werde. Und dann ist ein Quadrat wieder voll, also ein 10×10 Block. Ja, ich freue mich jetzt schon sehr auf den Heaven and Earth Soul. Bin ja wirklich gespannt, wie weit ich im kommenden Jahr komme, ob ich es schaffen werde, das gesamte Bild zu sticken. Das bezweifle ich, da ich ja kein monogamer Sticker bin. Das heißt, ich brauche immer wieder den Wechsel zwischen den verschiedenen Bildern. Mir wird es einfach zu langweilig, immer an demselben Bild zu sticken. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich kaum ein Finish habe, aber mir sind die Finish jetzt nicht so wichtig. Ich bin so ein typischer Progress Stitcher, also der hauptsächlich stickt, um Fortschritte zu machen, aber jetzt nicht stickt, um ein Finish zu haben. Also mich stört das nicht, dass ich kein Finish habe. Entschuldigt, es läutet. So, da bin ich wieder. Ich musste nur das Paket in Empfang nehmen, nämlich mein Mann hat etwas bestellt und das ist jetzt eigentlich überraschend angekommen. Ja, und dann
habe ich schon wieder eine Perle, die nicht passt. Also mittlerweile habe ich 2, 4, 6, 8, 10 Perlen in diesem 100er Quadrat, also 10 mal 10 Quadrat, die nicht gepasst haben. Also sehr viele. So, 100 Perlen gestickt mit euch. Das heißt, ich werde jetzt das Video auch beenden. Es soll ja nur ein kurzes Video sein, noch das letzte Video vor Weihnachten. Dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich wünsche euch wirklich schöne, schöne Weihnachten mit euren Lieben. Habt eine schöne Zeit. Ich freue mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin eine schöne Zeit, eure Kreuzdame und tschüss.